Deutsch lernen durch Hören. Frau Fischer, schön, dass ich Sie gerade treffe. Hallo, Herr Hahn. Was gibt es denn schon wieder? Ich habe heute Morgen meine Wäsche im Trockenraum aufgehängt. Da ist mir aufgefallen, dass dort schon seit einer Woche ein alter Sessel von Ihnen steht. Wann haben Sie denn vor, den endlich zum Sperrmüll zu bringen? Herr Hahn, den Sessel möchte ich gar nicht zum Sperrmüll bringen. Ich habe doch extra einen Zettel hinterlassen, dass ich den Sessel für 2 Wochen in den Trockenraum stellen muss, weil ich mein Wohnzimmer renoviere. Da hat aber kein Zettel gehangen. Außerdem ist das ein Trockenraum zum Wäschetrocknen und kein Möbellager. Herr Hahn, ich habe das vorher mit dem Hausmeister besprochen. Er hat gesagt, dass das kein Problem ist. Das kann ja nicht sein. Der Sessel steht genau unter meiner Wäscheleine. Deswegen kann ich also dort, wo der Sessel steht, keine Wäsche trocknen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Benutzen Sie doch gern eine meiner Wäscheleinen, solange mein Möbelstück im Weg steht. Dann haben Sie genug Platz. Und er kommt ja nächste Woche wieder weg. Wir haben bereits die Wände tapeziert und gestrichen und müssen nun nur noch den Boden verlegen. Dann stellen wir den Sessel wieder ins Wohnzimmer. Na gut. Aber künftig stellen Sie Ihre Möbel in Ihren Keller. Aber natürlich, Herr Hahn.